Ja, good morning in the morning. Lange nichts mehr von Frank-Peter Löhr gehört. Und es hat so seine Gründe gehabt. Wer vielleicht den Livestream in der Ukraine verfolgt hat, als ich in der Untergrundbar war in Lviv, habe ich ja kurz erzählt, dass meine sämtlichen Aufnahmen unbrauchbar geworden sind, beziehungsweise ich nicht mehr darauf zugreifen kann, weil meine Festplatte den Geist aufgegeben hat. Und ich natürlich so schlau war, kein Backup gemacht zu haben, weil eigentlich so die ganzen Jahre hat immer alles funktioniert. Da ist nie was kaputt gegangen, aber ja, jetzt ist es passiert. Es ist halt ein Teil der Bali-Videos davon betroffen und die ganzen Malta-Videos und Ukraine, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil das wäre eigentlich sehr, sehr schönes Filmmaterial geworden, aber leider ist es momentan nicht verfügbar. Vielleicht ändert sich das noch, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gestern mal versucht, die SD-Karte mit Recuva zu reaktivieren, beziehungsweise habe ich geguckt, was ist da noch zu retten, was ist da noch irgendwie zu finden. Er hat zwar einige Videos gefunden, aber viele sind halt gar nicht zum Öffnen. Da steht halt dann irgendwas von, ja, wie es halt immer so heißt, Interrupted File oder Corrupted File, irgendwie sowas, dass halt irgendwie ein Fehler drauf ist und dann kann man das Video nicht abspielen. Einige sind aufgetaucht, allerdings nur ein bisschen was von der Ukraine und ein Teil aus Malta. Aber der Großteil ist halt nicht mehr da, beziehungsweise da, aber halt nicht aufrufbar. Also kann ich damit auch wenig anfangen. Da könnte ich vielleicht ein Video zusammenschnipseln aus der Ukraine, aber mehr auch nicht. Aber das befriedigt mich nicht. Und ich habe jetzt vor, oder ich hatte vor, die Festplatte zu so einem Datenrettungsdienst zu schicken. Allerdings hat es mich dann da gleich mal umgewedelt, was das kostet. Also da ist man locker mit zwischen 500 und 800 Euro dabei. Das lohnt sich halt hin und vorne nicht, weil die Videos bringen das nie und immer rein. Das hätte eigentlich nur einen ideellen Wert, aber das wäre es mir fast schon wert. Aber da ist mir eingefallen, dass ich ja im Oktober in Bangkok bin, in Thailand. Und habe dann da gleich mal gegoogelt, ob es nicht dort auch so Firmen gibt, die sowas anbieten. Kann ja nicht sein, dass es in Thailand nicht gibt, vor allem in Bangkok, in der Hauptstadt. Weil das Problem ist, du musst es in ein Reinraumlabor schicken, weil dann das Innenleben offengelegt wird, das ganze Ding wird aufgemacht und der Motor wird angeguckt und die Spindel und da darf halt nichts passieren mit dem Datenträger, sonst ist halt alles kaputt und das müssen halt so Spezialisten machen und da gibt es halt auch nicht viele. Und da dachte ich dann, naja, in Bangkok, die werden ja wohl sowas haben, oder? Kann ja nicht sein. Ich meine, dort gibt es ja auch irgendwelche Probleme mit Festplatten und von daher habe ich mich dann da mal schlau gemacht und siehe da, tatsächlich gibt es da 2, 3 so Firmen, die das anbieten und natürlich günstiger als hier. Ja, also da ist man vielleicht dann mit 200 Euro dabei oder vielleicht sogar weniger. Das heißt, wenn es 300 sind, das akzeptiere ich ja auch noch, aber bitte keine 6, 7, 800 oder 900, es geht ja teilweise bis 1200. Das hängt halt davon ab, was kaputt ist. Das läuft halt immer so ab. Also hier wird es so ablaufen, die schicken einen DHL-Boten vorbei, die schicken dir so ein Express-Label. Das ist dann kostenlos und dann wird es verschickt ins Labor. Dann prüfen die das und dann wird halt festgestellt, was ist kaputt. Und diese Überprüfung ist soweit noch kostenlos, auch das Verschicken. Und dann sagen sie halt dir halt, was es ungefähr kostet oder was es kostet. Und dann entscheidest du, lässt es machen oder nicht. Und wenn es das nicht machen lässt, dann schicken sie dir die Festplatte wieder zurück. Allerdings kostet es dann 20 Euro. Oder sie stampfen sie halt ein. Aber dann wäre halt alles weg. Also auch sämtliche Chancen, das wiederzuholen, wäre halt dann auch weg. Aber das ist ganz lustig, also das ist so eine richtige Datenrettungsmafia, die da hier in Deutschland ist. Ich habe dann da mal ein bisschen im Internet geguckt und so auf Google Maps, da gibt es dann verschiedene Standorte in Nürnberg auch mit verschiedensten Namen, aber irgendwie läuft es dann wieder alles über ein Callcenter. Ich habe bei 2 verschiedenen Firmen angerufen und bin beim selben Typen rausgekommen. Das war ganz kurios. Und die eine Firma, die
Die schicken das nach Österreich am Bodensee ins Labor. Der andere, der hat mir was erzählt, es geht nach England. Ich denke mir, hallo, gibt es hier nichts? Und dann eine Firma habe ich gefunden, die heißt OnTrack. Die haben in Böblingen so ein Reinraumlabor. Aber die sind auch die teuersten dann gewesen. Also da bist du bestimmt fast schon im vierstelligen Bereich. Also da war irgendwas gestanden im Internet, naja, so mit 800 musst du locker rechnen. Also alles nicht so einfach und so billig. Und wie gesagt, dann kam mir eben der Gedanke, Mensch, ich fliege doch nach Thailand, da gibt es doch das bestimmt auch. Und jetzt habe ich eben vor, das Teil mit nach Thailand zu nehmen und hoffe, dass es dort funktioniert, dass die fähig sind, das zu machen. Und wenn alles gut läuft, dann gibt es vielleicht im November dann die Videos. Oder sie sind für immer verloren, muss man mal gucken. Aber es wäre halt sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, weil das sind halt auch so Erinnerungen, die ich halt gerne wieder mir mal angucken würde, später mal. Und wenn das dann alles weg ist, ja, wäre sehr ärgerlich und traurig. Aber wir gucken mal, ich drücke die Daumen mir selber und ihr könnt es mir auch mal drücken, könnt auch den Daumen beim Video drücken, dass das alles funktioniert und wieder hergestellt wird. Und in der Zwischenzeit, ja, wie geht's weiter? Muss ich halt hier Videos machen, ne? Aus Franken, hilft ja nicht. Dann gibt es auch mal wieder Videos aus der Heimat, haben sich ja bestimmt viele gewünscht. Nicht immer dieses Asien-Gedöns. Wer mich kennt, der weiß, dass das mein Steckenpferd ist und dass ich das am liebsten mache, auch wenn es die wenigsten interessiert. Aber ich mache das ja hauptsächlich auch für mich. Und dann werden wir halt den Namen Frankenpeter wieder mal gerecht und machen ein paar Videos hier aus Franken. Ich bin jetzt nämlich auch schon gerade auf dem Weg zum ersten Video mal wieder. Ich verrate noch nicht, was es ist, aber ich habe ja schon mal so eine kleine Serie angefangen. Und die werde ich jetzt dann weiterführen. Da fahre ich jetzt gerade hin. Vielleicht erkennt der eine oder andere, wo ich hier bin. Da kommt schon der nächste Rennradfahrer. Alle ganz verbissen. In den Lenker beißen. Leistung. Das ist, keiner genießt mehr irgendwie heutzutage. Naja, jedenfalls, schaut euch um. Wo bin ich hier? Einige Radfahrer hier unterwegs. Der eine oder andere hat es bestimmt erkannt. Und dann sehen wir uns bei diesem Video eben, was ich jetzt dann mache. Und die anderen, wie gesagt, hoffen wir mal Ende des Jahres, dass das funktioniert. Bis dahin, danke fürs Zusehen. So schaut es momentan aus. Wir sehen uns hier oder anderswo. Bis dahin. Ciao, ciao.